Bundesliga-Premiere in der Hauptstadt. Borussia Dortmund gastiert erstmals bei Union Berlin. Alles zum Kick in Köpenick, jetzt in eurem Feiertagsmagazin. Ja, Neuland für unseren Verein. Da benötige ich natürlich heute jemanden, der sich bestens auskennt. Ein waschechter Berliner Jung. Herzlich willkommen, Nico Schulz. Schön, dass du gekommen bist. Super. Ja, Nico, für dich ist es eine Rückkehr in die Heimat. Wie oft bist du privat noch in Berlin? Oft, sehr oft. Ich versuche schon meine freien Tage in Berlin zu verbringen. Meine Familie lebt noch da, Freunde. Von daher noch relativ häufig. Einmal Berliner, immer Berliner, so ist das, ne? Kann man so sagen, ja. Ja. Wie nutzt du die Zeit, wenn du in Berlin bist? Gibt es da gewisse Rituale vielleicht auch? Nein, aber meine Kids, meine Kleinen wohnen in Berlin. Deswegen meist dann läuft es auf Spielplatz hinaus. Also, ja. Ja, oder irgendwas, das die Kleinen glücklich macht. Wobei der Spielplatz gefällt dir ja auch ganz gut, ne? Man sieht's, wunderschön, ja. Auf jeden Fall. Ich habe es ja gesagt, Neuland für uns am Samstag gegen Union Berlin. Nico ist ja eine Neuerwerbung, so will ich es mal sagen, ein Neuzugang, den wir natürlich noch besser kennenlernen wollen. Deshalb gibt es jetzt erstmal einen kleinen Einspieler und dann sprechen wir darüber. Die langgezogenen Schulzrufe sind zurück in Dortmund. Nico, unsere neue Nummer 14, ein echter Berliner Jung in Schwarz-Gelb. Geboren und aufgewachsen in der Bundeshauptstadt, seit diesem Sommer sesshaft in der Fußballhauptstadt. Auf dem Platz überzeugt Nico mit Tempo, Durchsetzungsvermögen und Spielintelligenz. Und neben dem Platz finden wir es heraus. Ja, finden wir es heraus. Wie ist Nico Schulz abseits des Rasens? Ich würde sagen, ruhig, aber trotzdem witzig. Für jeden Spaß zu haben, aber trotzdem die deutsche Disziplin, Ernsthaftigkeit mit dabei. Dein Vater ist Italiener. Welche typischen italienischen Eigenschaften hast du denn? Ich kann auch viel Temperament haben, wenn ich sauer werde oder mir was nicht passt. Auf dem Platz versuche ich mich meist zurückzuhalten, weil das bringt sowieso nichts. Gelbe, rote Karte ist dann nicht so toll. Hast du schon mal bekommen? Schon zweimal, 2 rote schon. Was hast du denn gemacht? Einmal Notbremse. Ja, das ist okay. Und einmal gelb-rot, wurde eingewechselt und dann gelb-rot. Also nichts Gravierendes, nichts Schlimmes. Nein, ich habe mich dann doch unter Kontrolle. Und du hast aber allerdings auch eine Vorliebe für Pasta, vor allem Pasta von deiner Oma. Und von daher sicherlich hast du einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch. Was Pasta angeht, ja, definitiv. Hast du schon ein Restaurant in Dortmund gefunden, was deinen Qualitätsansprüchen gerecht wird? Ich war in Dortmund noch nicht so viel privat essen. Ich war bei meiner neuen Wohnung, ich war in der L'Osteria 2-3 Mal. Ist okay. Die ist ganz okay, Kann man machen. Ja. Aber ja, geht noch ein bisschen was. Ja. Du wirst sicherlich, die Jungs werden dir sicherlich noch gute Tipps geben können. Ich glaube auch. Weil in Dortmund, wir haben jede Menge gute Italiener. Ich hoffe. Ich bin gespannt. Jetzt nächstes Mal, wenn du kommst, musst du berichten. Mach ich. Wie sieht es mit deinen eigenen Kochkünsten aus? Kannst du was am Herd? Ist ein bisschen eingerostet. Ich habe die letzten 2 Jahre nicht so viel gekocht, aber eigentlich, also wenn gerade Pasta geht, sogar würde ich behaupten, ganz gut. Ja? Ja. Alles andere. Was ist deine Lieblingspasta? Ich esse gerne Spaghetti Carbonara. Die aber richtige, nicht mit aber viel, nicht die richtige? ohne Sahne, ja. Ohne Sahne, die. Oder mit wenig Sahne. Am besten ist die allerdings am besten ohne natürlich Sahne. ohne, ja. Das ist die richtige Carbonara-Soße, die ist natürlich schon ein Hammer. Aber die wenigsten kennen sie allerdings. Ja, am besten dann nach Italien fliegen und dort essen. Ja, wir wollen natürlich ein bisschen mehr über dich erfahren. Von daher lassen wir jetzt mal jemand zu Wort kommen, der dich besser kennt, als viele vermuten. Ja, sehr, sehr guter Mensch. Immer positiv, immer. Er hat gern ein paar Fragen, taktische Fragen, so. Und er will immer Fortschritte machen und hat viele Fortschritte gemacht
Ja, du und Lucien, das ist schon eine etwas komische Geschichte. Bei Hertha solltest du als Jugendspieler schon mit zu den Profis stoßen und du hast das geschafft, aber dann war Lucien nicht mehr da. Bei Gladbach hast du 20 Minuten unter ihm gespielt, danach hat er seinen Rücktritt verkündet und man könnte bei eurer Beziehung sagen, aller guten Dinge sind 3. Kann man so sagen, ja. War unglücklich gelaufen, dass nie länger war die Arbeit, die wir untereinander hatten, aber ja, ich glaube, das holen wir dann jetzt nach. Und es macht ja Spaß, nehme ich an, ne? Absolut, ja. Er ist ein sehr, sehr guter Trainer, ist ein sehr, sehr guter Mensch, kann auch witzig sein. Ja. Ja, Ich auf wollte seine gerade sagen, was eigene ist er Art für ein natürlich Typ auch. und Ja, wie ist ein- hilft er deinem Spiel? Er ist, was sein Typ angeht, so ein Gentleman, so noch ein Mann alter Klasse, ist immer höflich, spricht die meisten auch immer mit Sie an. Und ja, im Training verbessert er viel, hat seine eigene Vorstellung vom Fußball und Das macht es vielleicht für euch auch leichter, wenn ein Trainer eine ganz klare Vorstellung hat, wie es auszusehen hat. Ne? ja klar, weil du weißt, was der Trainer erwartet, was er von dir persönlich auf deiner Position, auch von allen anderen dann erwartet. Das macht, ja, du hast einen Plan an der Hand und den versuchst du dann umzusetzen. Und im Normalfall oder im besten Falle dann immer mit einem Sieg. Bis jetzt funktioniert es ja ganz gut. Ne? Kann man so sagen. Ja. Er sagte, du willst immer Fortschritte machen. Welche Fortschritte sind die nächsten? Es gibt, was heißt Fortschritte? Klar, man will immer besser werden, aber man arbeitet an seinen Stärken, man arbeitet an seinen Schwächen. Stärken und man versucht natürlich ich versuche dann auch noch schneller zu werden, noch dynamischer zu werden. Meinen linken Fuß noch zu trainieren, an den Schwächen, an meinem Kopfballspiel, an meinem rechten Fuß. Man kann so viele Sachen noch besser machen. Auch dann in einem anderen System besser spielen, wie man es vorher gemacht hat und so ist. Eigentlich hört nie auf. Vielleicht mal noch so eine generelle Frage hier aufzulaufen. Ist was Besonderes? Ist was Besonderes. Als Heimmannschaft dann nochmal, finde ich, das nochmal ein anderes Gefühl, Kann man wenn man schon hier, ja genau so. Wenn das Kreuz ein bisschen stolz, breiter. Ne? Ja, absolut. Man läuft noch ein bisschen auf dem Platz nochmal mit einem, ja, wenn du 80.000 Leute hinter dir hast, die Vollgas geben. ja, Vollgas geben. Ich meine, die Südtribüne spricht für sich. Ja. Kommen wir nochmal zum Spiel am Samstag. Union ist der 5. Hauptstadtverein, der in der Bundesliga spielt. Und wir haben uns mal angeschaut, wie die Debüts gegen die Berliner Clubs so ausgeschaut haben. Berliner Bundesliga-Premiere, die 5. Der erste Gegner aus der Hauptstadt, die Hertha. Im Oktober 1963 feiert der BVB in der Roten Erde ein 7:2 Schützenfest. 2 Jahre später die schwarz-gelbe Premiere gegen Tasmania Berlin. Borussia Dortmund gewinnt im Olympiastadion mit 2:0. 1976 steigt Tennis Borussia Berlin auf und der BVB heißt den Liganeuling mit einem 4:0 Erfolg willkommen. Bildmaterial gibt es leider nicht, daher hier Archivaufnahmen vom Pokalspiel 65. Der bislang letzte Hauptstadtdebütant im Fußball-Oberhaus, Blau-Weiß 90 Berlin, die 86 im Westfalenstadion mit 0:7 abgewatscht werden. 4 Bundesliga-Premieren, 4 Siege, 20:2 Tore. Wir freuen uns auf Union als Nummer 5. An der alten Försterei soll dann eine alte Berliner Tradition erfolgreich fortgesetzt werden. Ja, also die Historie macht uns auf jeden Fall Mut für das Spiel gegen die Eisernen morgen. Und hast du bei der letzten Partie die Torschützen erkannt? Nein, habe ich leider nicht erkannt. Nein? Helf mir. So, guck mal da. Zack. Ah, Zorki. jetzt. So, und jetzt? 14, ja, gefällt mir. Du warst es. Mit der 14. Ja, ich bin Deine Nummer eingewechselt übernommen. worden. Das war in meiner ersten Saison 1986 und das war ganz früh in der Saison. Da bin ich immer ein bisschen später reingekommen, aber immer Tore gemacht. Das waren allerdings jetzt dem 2, die nicht so ganz so schwer waren, so muss ich ehrlich sagen. Wir haben da, glaube ich, Komm, der war gut gemacht. 7:2 gewonnen. War gut gemacht. Ja.
Ich finde ihn auch toll. Schön. Ja, du kennst Union sicherlich besser als wir. Dein Bruder, wie wird's aus? Gianluca? Gianluca. Hat 2 Jahre in der Jugend dort gespielt. Was kannst du uns über den Verein sagen? Ist ein, ich glaube, sehr familiärer Club, wo Mannschaft und gerade Union hat eine besondere Fanszene. Auch sehr eng beieinander sind. Ich meine, die Fans haben beim Ausbau vom Stadion geholfen. Ich meine, das Weihnachtssingen im Stadion ist auch ja. traditionell. Also ich glaube, da kann was entstehen bei dem Verein. Ich freue mich, dass 2 Heimspiele für mich mehr. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Weihnachtssingen gibt es bei uns auch. Ja? Ja, es sind auch sehr, 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 sehr viele immer hier. Okay. Jetzt bist du in Berlin geboren, fußballerisch bei der Hertha groß geworden. Wie wird Union denn überhaupt so in der Stadt wahrgenommen? In der Jugend war Union trotzdem immer gut. Also nie ein Klassenunterschied wie jetzt, wo wir damals mit der Hertha-Jugend gespielt haben gegen Union. Es war immer schon eng. Ja? Trotzdem ein kleines Derby. Ich meine, wir haben meist trotzdem gewonnen. Aber ja, in der Stadt ich glaube, ähnlich wie St. Pauli in Hamburg. So mit einer ist ein cooler Club, so eine gute Fanszene. Das Stadion ist auch gut, ist ein kleiner Kessel, so klein, aber trotzdem sehr laut und immer voll. Wäre die nächste Frage gewesen, auf was müssen wir uns da einstellen, wenn wir da hinfahren? Die werden die Mannschaft natürlich 90 Minuten nach vorne peitschen, ne? Absolut, ja. Und ich glaube, gerade wenn wir da auftreten, ist für die natürlich nochmal extra Motivation. Und das sind die Spiele, für die sie so lange gearbeitet haben, um in der ersten Liga endlich anzukommen. Und dann, ja, wenn sie gegen den BVB dann spielen, dann glaube ich, sind die nochmal extra motiviert. Die Fans genauso wie die Spieler. Wir hoffen natürlich trotz alledem, dass wir die 3 Punkte entführen können, was für uns sehr, sehr wichtig wäre, um einen wirklich optimalen Start zu haben. Das stimmt, ja. Ja, jetzt hart für dich. Zweikampf. Nico gegen Novi. Bin gespannt. Tor oder nicht Tor? Das ist jetzt die Frage. Wir bekommen Szenen eingespielt und wir müssen entscheiden, geht der Ball ins Tor oder geht er nicht ins Tor. Okay. Und gelb heißt Tor, schwarz heißt kein Tor. Ich bin gespannt, ich liege hinten und eins ist klar, ich will gewinnen. Ganz schwer. Ganz schwer. Ja. 3, 2, 1. Ich sag Tor. Oh! Yes! Wie yes! Ich wusste es. Ach, Micky. Jetzt lass dich nicht noch groß feiern. Zweite schon. Ich weiß gar nicht, gegen wen das ist. Ist auch egal. Das weiß ich auch nicht. Bayer Oedingen vielleicht. Aber ich weiß, was ich jetzt hochzeige. Ich bin gespannt. 3, 2, 1. Ah! Ja. Beide richtig. Beide richtig. 2 zu 1. Och, ist das Otto? Otto! Das ist jetzt eine Szene, die wir zugeschickt bekommen haben. Wir bekommen immer Szenen von unseren Fans zugeschickt aus irgendeiner Partie. Und jetzt schon mal der Aufruf. Schickt uns Torschüsse, abgewehrte Bälle, Schüsse gegen die Latte. Einfach zu. Wir brauchen für jeden Spieltag eine Szene, wo dann mein prominenter Gast und ich einschätzen müssen, ob der Ball reingeht oder nicht. Das hier ist jetzt richtig schwer. Weil die Flugkurve habe ich jetzt noch nicht. Guter Schuss. Guter Schuss. Latte oder rein, sage ich. 3, 2, 1. Ah! Ist drin. Ich habe wieder verloren. Ich habe wieder verloren. Ja, dann schauen wir mal auf den dramatischen Zwischenstand. Das gab es noch nie. Aber ich gratuliere dir. Du warst gut. Herzlichen Glückwunsch. Vorsprung wird größer. Danke. Ja, aber nur
temporär. Am Ende Ich habe ich immer gewonnen. glaube an dich. Du holst auf jeden Fall auf. Ja, ich wünsche es mir auf jeden Fall. Am Sonntag ist frei. Bleibst du in Berlin? Schaust mal noch? Bei der Nochmal Familie mit den vorbei? Trainern sprechen. Wenn ich kann, dann würde ich natürlich gerne bleiben. Klar. Drücke ich dir die Daumen. Dann schauen wir mal. Ich habe hier nämlich etwas ganz Besonderes von der letzten Woche. Das Bild mit Manuel Akanji. Das könnt ihr ab sofort ersteigern. Und nächste Woche gibt es ein neues Bild mit Nico und mir. Das wird übrigens sehr gut, glaube ich. Ich glaube auch. Sehr schön. Also, wir drücken die Daumen, dass ihr einen Dreier mitbringt. Ihr schaut bei Sky, weiß der Himmel wo, hört Netradio. Drückt unseren Jungs die Daumen und wir sehen uns natürlich in ein paar Tagen wieder. Das war's vom Feiertagsmagazin. Nico, mach's gut. Tschüss, macht's gut. Bis dahin. Ciao. Der Nobby und der Nico.